Hallo, mein Name ist Mare Mainzer. Ich bin Manager für Gebäude- und Energietechnik bei der PWO AG hier am Standort in Oberkirch. PWO entwickelt und produziert anspruchsvolle Metallkomponenten. Wir sind ein globaler Zulieferer in der Mobilitätsindustrie und wir versorgen unsere Kunden weltweit. Wir haben uns selber auferlegt, ein anspruchsvolles Klimareduktionsziel, eine drastische Emissionsreduzierung um 46,2%. Eine der ersten Entscheidungen war, die Verbrennerflotte im Prinzip nach und nach stillzulegen und durch Elektromobilität zu ersetzen. Und deswegen musste man da im Prinzip Ladeinfrastruktur bei uns am Standort schaffen. Wir haben jetzt aktuell ca. 40 Fahrzeuge, also alle Elektromobilitätsfahrzeuge in verschiedenen Ausführungen und Größe. Der Ausbau des Ladeparks begann in 2 Schritten. Wir haben zunächst 2022 begonnen, ca. 20 Wallboxen zu installieren von KEBA, damit wir unsere Besucher und den ersten Dienstfahrzeuge und Poolfahrzeuge hier direkt am Standort laden können. Und der zweite Ausbauschritt fand dann 2024 statt, indem wir nochmals 16 weitere Ladestationen implementiert haben von KEBA und auch noch eine Schnellladestation, damit Besucher sehr schnell bei uns laden können, wenn sie kurz bei uns verweilen und dann weitergehen. Besonders wichtig bei der Auswahl der Ladestationen war die Skalierbarkeit, die Integration ins Spitzenlastmanagement, die Zugänglichkeit mit externer Karte auch und dass wir die Abrechnung selber machen können. Die Umsetzung und Integration haben wir zusammen mit der Firma Elektroschnur aus Oberkirch gemacht. Also die Firma Elektroschnur ist schon lange Jahre Haus- und Hofelektriker bei uns und wir haben schon sehr viele Projekte zusammen gemacht und deswegen lief die Integration reibungslos, so wie immer. Wir hatten einige Herausforderungen im Projekt. Wir mussten zum Beispiel an mehrere Unterverteiler gehen am Standort. Das war nicht immer einfach von der Leistungsbereitstellung. Wir hatten auch eine Besonderheit bei der Schnellladestation. Wir mussten hier durch den Bach, der durch unser Werksgelände läuft. Und aufgrund von der Wasserstände haben wir nur Zeitfenster von einer Woche gehabt. Und deswegen war enge Projektkoordination wichtig mit der Firma Elektroschnur. Das hat sehr gut funktioniert. Die Ladeinfrastruktur war für PWO der erste wichtige Schritt, um die Nachhaltigkeitsstrategie zu implementieren. Ich bin Daniel Pander, arbeite bei Elektroschnur im technischen Büro und kümmere mich bei Privat- und Firmenkunden um erneuerbare Energie, E-Mobilität und alles, was damit zu tun hat. Die Firma Elektroschnur hat ca. 50 Mitarbeiter. Wir machen vom Kundendienst über Großprojekte alles, auch in der E-Mobilität, von einer Wallbox im Privathaushalt bis zu größeren Ladeparks, auch mit DC-Ladestationen, batteriegestützt, was der Kunde fordert, je nachdem, was der Hausanschluss herbringt. Wir haben hier bei der Firma PWO einen Ladepark installiert mit ca. 40 Ladestationen im Endausbau. Wir haben im ersten Bauabschnitt mit 4 Masterboxen der P30 angefangen, mit 16 Clients in den entsprechenden Ladeparks bzw. auf den verschiedenen Parkplätzen. Und in der Erweiterung wurde dann ein M20-Controller verwendet mit 16 weiteren Ladestationen plus eine Schnellladestation mit 200 kW. Die KEBA-Produkte haben uns von Anfang an überzeugt, aufgrund der einfachen Konfiguration, die einfache Einarbeitung ins bestehende Lastmanagementsystem, alles IP-basiert, einfache Kabelverlegung, jede Box nur eine Zuleitung an eine Netzwerkleitung und dann alles komplett frei im System konfigurierbar.